Das ist ja das erste Zeichen, dass Menschen sowieso erhalten. Auch wenn sie neu wären, sie würden diese Gemeinschaft noch nicht angehören. Wir würden es heute das erste Mal begegnen. Aber nicht nur wir, bitte, Sie haben auch Menschen im Leben begegnet, die Sie noch nicht gesehen und hatten gleich eine Sympathie zu ihnen. Sie waren gleich aufgeschlossen. Sie wussten gar nicht, was es war, aber so eine innere Freude hatten sie gehabt. Und sie fühlten sich wohl, sie hatten das Vertrauen zu den Menschen. Und das hat ihnen gut getan. Umgekehrt, denen hat es aber auch gut getan, dass gleich die Sympathie da war. Sehen Sie, Freunde, das ist das erste Zeichen, das sich bemerkbar macht, dem der Mensch mehr Beachtung schenken sollte. Denn wir sind kein, wohl ist der Körper materiell, das heißt, er gehört zur Materie, er ist dieser Erde gleich und den haben Sie hier bekommen, aber hier ist Leben, ja, hier wird das Leben erst hineingesteckt. Verstehen Sie? Das Göttliche. Aber an für sich, ja, hat die Vase überhaupt ein Gefühl? Was wollen Sie glauben? Hat die ein Gefühl? Fühlt es, dass ich sie jetzt in der Hand habe? Ja oder nein? Nein. Nein, es ist von Menschenhand geschaffen. Aber einer fühlt es. Und das ist Gott selbst, das gehört zu seinem Reich, zu seinem Erdreich, zu diesem Erdreich. Was der Mensch daraus geformt hat. Aber wir haben ja viel, viel mehr in uns, Freunde, das wir selbst feststellen können. Wir haben doch unseren Körper. Und genau könnte ich jetzt auch fragen, was für ein Gefühl haben Sie in Ihrem Körper? Was ist das für ein Gefühl? Na? Ein gutes Gefühl. Wer hat noch ein böses Gefühl? Keiner? Fühlen Sie noch Böses? Kann ich nicht unterscheiden. Ich fühle mich wohl und nehme alles als ein gutes Gefühl. Ach, Sie nehmen an, das ist ein Gefühl. Ich glaube daran, dass es ein gutes ist. Sie glauben daran? Nein. Doch. Das müssen Sie selbst feststellen, um wirklich glauben zu können. Das ist das Wichtigste, Freunde. Ich frage Sie, wie fühlen Sie sich jetzt? Das hat man mir ja vor Gericht vorgehalten, weil ich so frage. Ich darf doch wohl fragen. Nicht alles sage ich, how do you do? Ist es richtig gesprochen? How do you do? Selbstverständlich. Ist doch gleich bei der Begrüßung, how do you do? Oder wie geht's Ihnen? Das machen Sie alle. Wie fühlen sich hier so in der ersten Reihe? Momentan da fühle ich mich glänzend. Momentan, ja. Liebe Freunde, dieser Moment, das ist ja die Gegenwart. Und wenn Sie die Gegenwart beiseite stellen, das heißt, stellen Sie sich selbst beiseite, nehmen die Gedanken aus der Vergangenheit wieder auf und holen sich den ganzen Dreck wieder hinein. Und das beängstigt, das beunruhigt Sie und würdigt ihn, das heißt Ihren Körper wieder herab. Das ist das. Schauen Sie, wenn ich jetzt eine Frage stelle, glauben Sie, dass das so bleibt? Ja oder nein? Anders gibt es nicht. Und das dauert so lange. Glauben Sie, dass es so bleibt, wie Sie sich jetzt fühlen? Ja, vorerst. Vorerst. Wir haben hierin eine sehr gute Belehrung, liebe Freunde. Wenn Sie die Gemeinschaftsstunde so abhalten, dann kommen Sie nachher selbst drauf. Vorerst ja. Ja. Also festglauben noch nicht. Ich würde sagen, das gefällt mir, ich fühle mich wohl dabei und das halte ich fest. Um dieses lasse ich mich jetzt nicht mehr bringen. Jetzt kann kommen, wer da will. Das ist ein sehr gutes Gefühl, dabei fühle ich mich wohl und da darf mir niemand dran. Vorerst ja. Glauben Sie, dass Sie für mich glauben müssen oder dass ich für Sie glauben muss? Nein, ich glaube für mich. Ich muss nicht für Sie glauben, ich tue es aber. Weil ich aus dieser Erkenntnis herausgehe, dass ich sage, nur was weiß der Mensch schon, wie gleichgültig ist er, was und was hat er schon hier von sich gehalten, von seinem Körper gehalten, wie viel Beachtung hat er ihm geschenkt? Na, er ist es ja nicht anders gewohnt. Er weiß zu wenig und jetzt muss ich ihm so vieles sagen. Und das, was ich Ihnen sage, das bitte ich Ihnen auch immer wieder aufzunehmen, das kommt nicht Gröningen zugute, sondern es kommt ihm selbst zugute. Es hat früher schon Menschen gegeben, die gesagt haben, ich glaube erst dann, wenn du mir den Beweis dafür gibst. Er hat alles, er hat die besten, nicht nur Anzeichen, sondern er hat die Zeichen dafür, dass dem so ist. Schauen Sie, die Antwort vorerst ja.
nicht beschämend für mich, belehrend für Sie alle, für mich auch. Beschämend für den Menschen, um den es geht. Wir ziehen eine Lehre daraus. Sie, vor allen Dingen ich. Haben Sie es jetzt richtig verstanden? Ich habe schon verstanden. Also, lernen können Sie nur an all das, was Sie selbst an Fehler begangen haben. Oder wie die Fehler von Ihren Nächsten begangen worden sind. Wer einen Fehler begeht. Ob im Sprechen oder im Handeln. Darin liegt schon ein Fehler. Es ist eine falsche Belehrung. Ja, aber wie der Mensch so ist, er weiß es nicht anders. Nicht nur Sie, sondern die meisten wissen es nicht anders. Wie soll ich glauben, jetzt, wenn es nur im Moment gut geht, ob es nachher auch gut geht? Da liegen die Zweifel. Und da liegt zu vieles. Vielen Dank, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Was haben wir aber jetzt schon damit erreicht? Oder wenn ich offen und ehrlich jetzt die Wahrheit sage? Es ist die Wahrheit, was Sie gesagt haben. Oder glauben Sie nicht? Ich glaube dran. Sie hat es gewagt, so zu sagen, wie sie die Gedanken aufgenommen hat. Sie schöpft noch aus einer Quelle, das hat sie gesagt. Aber das eben Aufgenommene an Gedanken, ausgesprochen, ist schon Wahrheit, ist schon das Gute drin. Verstehen Sie? Mit diesem hin kann man den Menschen sehr leicht helfen. Ich greife nicht so weit, fürchten Sie ja nicht. Ich steige nicht so hoch, denn das würden Sie ja nach nicht verstehen. Ich bleibe noch auf dieser Erde und bleibe noch so, wie ich bin. Das heißt, ihm ja nicht zu viel zu sagen. Was ich zu sagen habe, ist das Wichtigste. Und diese Grundbegriffe will ich Ihnen erstmal geben, das heißt den Wert geben, warum, wieso, weshalb überhaupt eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Leben. Gemeinschaftlich diesen Weg gehen, der für alle Menschen bestimmt ist. Aber einmal muss ein Anfang gemacht werden. Und das ist richtig. Also, und wie gesagt, hier können Sie immer die Belehrungen herausziehen. Es ist doch sehr leicht. Haben Sie es jetzt verstanden? Ja. Ist auch verstanden? Ja. Auch zu verstehen. Ist doch sehr leicht zu verstehen. Also, Ihnen jetzt nicht böse sein oder womöglich, wie Menschen, bitte, ich nehme die Worte gar nicht im Mund, dass Sie sagen, nur die Blöde oder was weiß ich, die achten von Menschen. Nein, sondern diesen Menschen dankbar sein, der das getan hat, der das so gesagt hat, ist für Sie belehrend. Gott gäbe es, dass Sie nicht auch in diesen Fehler verfallen. Sehen Sie, wie achtsam Sie sein müssen. Nur im Sprechen, nur im Aufnehmen von Gedanken, die Sie von einem anderen nicht sehen. Aber er selbst, Sie selbst wissen, welch einen Gedanken Sie aufgenommen haben. Sehen Sie, da kommt dieser Gedanke, wissen gar nicht woher, wenn es ein Übel ist, das ist auch sehr leicht. Dann kommt dieser Gedanke von der bösen Gedankenquelle. Es ist ein guter, dann kommt er von der guten, von der göttlichen Gedankenquelle. Das müssen Sie heute schon unterscheiden können. Aber warum, in diesem Fall gesagt, warum kann der Mensch noch nicht glauben? Weil er immer irregeführt worden ist. Er hatte nie die Zeit dafür genützt, sich von allem zu überzeugen. Nicht einmal die Zeit genützt, dass er sich von sich selbst überzeugt, das heißt von sich selbst überzeugt ist. Die Zeit hat er ja auch nicht. Obwohl die Zeit besteht, wir sollen die Zeit nur nützen. Aber wer zu viel böse Erfahrung gemacht, der dann sagt, so leicht kann ich nicht glauben. Wohlgemerkt, Freunde, ich will ja nicht haben, dass Sie leichtgläubig sein sollen. Im Gegenteil. Was für eine Pflicht haben Sie? Sie haben die Pflicht, sich selbst von allem zu überzeugen. Die erste Pflicht ist, dass Sie von sich selbst überzeugt sind. Dass Sie wissen, dass Sie zur Wahrheit stehen. Und dass Sie wissen, wer Sie sind. Dass Sie sich selbst erkennen. So Sie sich selbst erkannt haben, ja, dann werden Sie mehr wissen. Dann werden Sie Ihren Nächsten auch erkennen können. So Sie doch bis heute schon erkannt haben müssen, dass das Böse Ihnen nie gut getan hat.
dass er sich nie wohl dabei gefühlt, sondern nur unwohl. Und dass es ihm ungut getan hat. Also, Sie können schon sehr gut das Böse vom Guten unterscheiden. Das heißt, Sie brauchen vom Guten von Gott noch nichts gewusst haben. Auch vom guten Gefühl noch nicht. Von mir aus bitte. Aber Sie werden es ja auch selbst wissen, dass es eher schlecht im Leben war als gut. Dass Sie sich eher unwohl als wohl gefühlt haben. Nur ganz selten war in Sie eine helle Freude aufgekommen. Einmal nur in die Begegnung eines Menschen. Und zum anderen, indem Sie etwas, Sie würden sagen, Schönes oder Hübsches gesehen haben. Nein, Gutes gesehen. Daran haben Sie eine Freude gehabt. Auch an einem irdischen Geschenk. Das heißt, was Sie von Menschen geschenkt erhalten haben. Die Freude leuchtet doch in dem Menschen auf. Er ist ein ganz anderer. Aber Sie wissen ja noch viel mehr. Nur hatten Sie nie Zeit für sich selbst. Sie haben sich selbst gejagt. Und Sie glaubten auch gar nicht mehr, dass Sie viel Zeit hatten. Nein, Sie sagen, ich muss dieses, das und jenes tun. Für mich bleibt nicht viel Zeit. Nein, nein. Und dafür und dazu habe ich überhaupt keine Zeit. Das alles, liebe Freunde, durfte nicht sein. Sie haben die Zeit, das heißt, wir leben in einer Zeit, das heißt, im Göttlichen sowieso, die wir nützen sollen, dass wir vieles erleben, dass wir das Leben auch in dieser Zeit, auch in dieser Stunde, auch jetzt in dieser Minute nicht versäumen und nicht verlieren. Das ist genau, ich spreche und Sie hören nun ein Wort nicht oder ein Sätzchen nicht. Nur ein Wort überhören Sie, das heißt, nehmen Sie gar nicht auf. Schon hat dieser Satz eine ganz andere Form, eine ganz andere Bedeutung. Tja, wenn ich Ihnen jetzt Sätze sagen würde und lasse nun ein Wort aus, dann würde ich Sie falsch belehren. Sage ich das Wort aber dazu, ist richtig. Oder ich sage es und Sie haben es nicht gehört, dann sagen Sie ja, ich weiß nicht, Sie haben so und so gesagt, Rönen. Sage ich, und das Wort, ja, das habe ich nicht gehört. Ja, aber wenn der Mensch jetzt gegenwärtig wäre, würde ich sagen, ja, da habe ich gerade einen Gedanken aufgenommen. Das wäre dem gleich, wir nehmen jetzt den Ton aufs Tonbandgerät auf das Tonband, jetzt ist keine Wiedergabe. Wenn wir es jetzt abschalten, das heißt anhalten, zurückspulen und das wieder hören wollen, was gesprochen worden ist, was das Tonband aufgenommen hat, dann hören wir es. Aber dann ist wieder keine Aufnahme. Eines kann man nur. Also Sie müssen heute noch, wie ich zu Anfang sagte, von einem technischen Wunder lernen. Das wird Ihnen auch so wiedergegeben, dass Sie daraus die Lehre ziehen sollen. Und wir können uns ruhig so eines technischen Wunders bedienen. Wir sollen es aber auch zu nützen wissen, dass wir den Menschen gleichzeitig damit belehren. Das heißt, ihn so weit bekehren, damit er jetzt weiß, warum, wieso, weshalb das alles geschaffen ist. Wie das alles möglich gewesen ist. Wie wenn der Mensch sagt, tja, das ist ja gar nicht möglich. Was heißt geistig? Was heißt auf dem geistigen Weg? Ich habe es Ihnen auch hier in Rosenheim schon oft gesagt. Alles, was von Menschenhand geschaffen, liegt auf dem geistigen Weg. Eins existierte es ja gar nicht. Der Mensch hatte nur einen Gedanken aufgenommen. Begonnen hat es so. Er hat den guten Willen, etwas Gutes zu schaffen. Und dann hat er bestrebt, es zu tun. Er bewegte sich zur Ruhe, nahm sie in sich auf und da kam der gute Gedanke. Den hat er aufgenommen. Und jetzt sein Wille dazu und er setzte diesen Gedanken in die Tat um. Und so lange hat er daran gearbeitet, bis das fertig gewesen ist. Das heißt, das, was er aufgenommen hat, was er zu tun gedachte, was er begonnen hat, wo er gerade bei gewesen ist, auch bei so einem Tonaufnahmegerät. Hat viele Jahre gebraucht, viele Hände sind dabei gewesen
Und heute kann man sie ohne weiteres serienmäßig herstellen. So klar. Also liegt doch wirklich alles auf dem geistigen Weg.